Ihr möchtet Magnete schnell und besonders einfach unter die Bases eurer Miniaturen kleben? Dann seid ihr bei diesem Kurztutorial genau richtig. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Magnete lassen sich ja auf viele Arten unter Bases befestigen, zum Beispiel mit Sekundenkleber oder Green Stuff. Bei heftigen Erschütterungen oder starken Temperaturwechseln können sich die Magnete allerdings manchmal wieder ablösen, da es sich jeweils um eine starre und damit etwas empfindliche Klebeverbindung handelt. Ein leicht flexibler Kleber ist da deutlich besser, wie zum Beispiel Heißkleber. Außerdem braucht ihr dann noch ein Stück Backpapier und einen magnetischen Untergrund. Das kann ein Backblech oder wie hier ein einfaches Stück Blech aus dem Baumarkt sein. Hauptsache, die Magnete haften dran. Und natürlich braucht ihr auch noch Magnete und die Bases, unter die sie geklebt werden sollen. Ich habe hier einige Bases von Star Wars Shatterpoint, die ich nach einem Tutorial von Sorastros Painting bemalt habe. Wenn ihr eure Bases ebenfalls so bemalen wollt, klickt auf den Link rechts oben oder schaut in die Videobeschreibung. Schnappt euch nun als erstes euer Blech und das Backpapier. Setzt dann in ausreichendem Abstand zueinander die Magnete aufs Backpapier. Die Magnete halten nun das Backpapier unten und ganz nah am Blech. Danach kommt auch schon der Heißkleber. Gebt einen dicken Klecks auf einen Magneten und drückt dann die gewünschte Base mittig auf den Kleberhaufen. Kurz festhalten, bis sich der Kleber verteilt und leicht abgekühlt hat, schon kann es mit der nächsten Base weitergehen. Ihr seht, das geht richtig schnell und erspart auch mit Sekundenkleber verklebte Finger oder ähnliche Bastelunfälle. Bereits nach ein paar Minuten ist der Heißkleber dann auch schon abgekühlt und die Bases lassen sich dank des beschichteten Backpapiers mühelos ablösen. Der große Vorteil ist nun, dass der Kleber und vor allem die Magnete bündig mit dem Boden der Base abschließen. Denn bei der Sekundenkleber-Variante würde der Magnet ja direkt an der Base kleben, was oftmals eine Lücke zur späteren Transportunterlage und damit eine schlechtere Haftung ergeben würde. Bei der hier gezeigten Heißkleber-Version gibt es quasi nur den Nachteil, dass man den ein oder anderen Heißkleberfaden abzupfen muss. Aber ich denke, damit kann man locker leben. Denn der Heißkleber hält bombenfest und macht auch bei Erschütterungen oder Temperaturschwankungen nicht schlapp. Und das war's auch schon. Euch nun viel Spaß beim Anbringen von Magneten, um eure Miniaturen für den sicheren Transport vorzubereiten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.